Hallo liebe Modellautofreunde, 40 Jahre G-Klasse. Ihr denkt euch sicherlich, was, schon wieder eine G-Klasse? Und ja, es ist nun mal so. Ich hatte erst vor kurzem, wie ihr wisst, die G-Klasse vorgestellt in grün. Hier seht ihr nochmal den Link dazu. Aber Mercedes hat jetzt auch eine 40 Jahre Edition rausgebracht. Und zwar die Stronger Than Time Edition. 40 Jahre G-Klasse im Maßstab 1:18 von der Firma Minichamps und ist begrenzt auf 1000 Stück. Ich habe sie mir in weiß gegönnt. Die Verpackung ist, wie ihr seht, schwarz. Nicht spektakulär, so wie eigentlich fast jede Mercedes-Verpackung ist sie gleich. Außer hier 40 Jahre und das Logo finde ich übrigens sehr lustig. Das ist das Reserverad der G-Klasse. Kann man machen. Finde ich lustig, die Idee. Und ja, ich würde sagen, ich packe die G-Klasse jetzt mal aus und wir gucken sie uns an. Bis gleich. So, ich habe mal die Verpackung entfernt. Styroporpackung ist natürlich auch wieder dabei. Ich hebe die mir jetzt mal ab. Und der obligatorische Schraubenzieher von Minichamps ist natürlich auch wieder hier drin. Diesmal gibt es aber offenbar leider keine Handschuhe oder einen Handschuh. Der ist ja sonst immer mit dabei. Ihr wisst, wenn ihr öfters Mercedes habt, dann habt ihr schon den einen oder anderen Handschuh bei euch zu Hause. Ja, das ist das Modell. In weiß nochmal kommt es ganz anders rüber, meiner Meinung nach. Sehr schön. Helle Innenausstattung, wie ihr sehen könnt, aber ich zeige euch gleich. Schaut uns erstmal die Front an. Ich möchte den Wagen heute nicht ganz so lang vorstellen wie den grünen. Wie gesagt, Link ist dazu in der Beschreibung oder hier oben im i. Die G-Klasse, sieht sehr gut aus, meiner Meinung nach. In weiß, sag mal, als Geländewagen ist es etwas schwierig, mit weiß ins Gelände zu fahren, aber wir wissen ja dass die meisten SUVs sowieso eher weniger im Gelände unterwegs sind, ne? Ja, wie gesagt, die Front. Klassisch G-Klassenmäßig, runde Lichter, Blinker oben drauf. Ich zeige euch mal den Motor. So. Ist okay, finde ich. Könnte man etwas detailliert arbeiten, aber das ist ja meistens so bei den nicht ganz so teuren Modellen, wobei die jetzt gar nicht mal so billig waren. Aufkleber seht ihr auch hier vorne. Das ist ganz schön. Typische Motorraumklappe. Hier über die Streben ist auch in Ordnung, finde ich. Können wir wieder schließen. So. Und ihr habt ja gerade schon gesehen bei der Gelegenheit, der Wagen federt. Der hat vorne und hinten eine Federung. Kommen wir zur Seite. Auch sehr stattliches Aussehen. Die Felgen passen sehr gut zu dem Wagen. Wir sehen hier an der Seite ist ein kleines Logo V8 und da kann man ganz gut erkennen, das heißt ganz gut, es ist sehr klein drauf gedruckt, das Logo oder den Badge Stronger Than Time. Ja? Ich habe auch ein Foto davon, blende ich in der Stelle mal ein. Die abgedunkelten Scheiben kommen auch nochmal sehr schön. Ich denke, der ein oder andere arabische Scheich oder dessen Kinder, je nachdem, wird sich bestimmt dieses Auto auch zulegen wollen. Ja, kommen wir mal zum Heck. Sehr schön, nach wie vor. Auch hier sieht der Wagen sehr, sehr, sehr schön aus.
Hier das besagte Ersatzreifengehäuse, ja, wo hier vorne die 4 dran stand. Die Idee ist wie gesagt ganz nett. G500er Schriftzug und weiße Stoßstange, weißer Wagen, schwarze Scheiben. Wie gesagt, das sieht alles sehr, sehr gut aus. Hier nochmal die andere Seite. Ich würde sagen, ich zeige euch jetzt mal kurz den Innenraum. Und hole dazu nochmal mein Opening Tool. So. Und ich finde, der Innenraum ist auch sehr, sehr schön. Kommen wir heran. Und hier, ich denke, das kann man ganz gut sehen. Also wirklich hier sehr detailliert gearbeitet worden. Auch hier vorne die Mittelkonsole ist sehr schön. Das Schiebedach hat übrigens auch. Und hier vorne den Schriftzug Mercedes-Benz. Die Türen, alles sehr detailliert, genau wie bei dem anderen Modell. Kann man nichts sagen, meiner Meinung nach. Ist alles relativ in Ordnung, bis auf einen Kritikpunkt, aber den kennt ihr ja schon. Das Dach. Das ist Plastik, ja. Alles andere ist Metall, aber das Dach ist leider Plastik. Warum? Kann man sich denken, Kostengründen wahrscheinlich, aber ich finde es nicht schön. Also, es hätte durchaus Metall sein können, meiner Meinung nach. Ich zeige euch nochmal das Heck. So. Und hier auch im Heck. Schön gemacht, wie gesagt, die Tür, ja. G-Klassen-typisch. Mit drin alles schön hell ausgestattet. Kunststoff, Teppichimitat sehen wir hier. Und ja. Ist in Ordnung. Ja, hier auch das Muster angedeutet. Ist wirklich ein sehr schönes Modell. Und ich denke, ich werde auf jeden Fall beide behalten. Und also hier nochmal von der Beifahrerseite, der Innenraum. Ist ein schönes Modellauto. Also wer eine G-Klasse oder wer Mercedes sammelt, besser gesagt, der kann bei der G-Klasse keinen Bogen drumherum machen. Der muss sie auf jeden Fall in seine Sammlung aufnehmen und so auch die neue G-Klasse. Und ja, schreibt mir mal einen Kommentar oder Feedback. Wie findet ihr diese G-Klasse? Würdet ihr euch sie kaufen? Gefällt euch der Wagen? Und lasst es mich gerne wissen. Gebt mir einen Daumen nach oben, abonniert mich und drückt die Glocke, damit ihr eine Videobenachrichtigung bekommt. Ja, und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Macht's gut, bis dahin, ciao.